Tag 29, Montag wieder. Verletzt bei Sturz aus dem 4. Stock, krass. Nasser Herbst, Rekord, okay. Im Stausee, Wasser immer von 2 Tagen abgelassen. Was? Die haben das Wasser abgelassen vom Stausee? Ja. Es soll regnen, schwaches Immunsystem. Nein. Nein. Ja. So, wir können befördern. Können wir jemanden einen weiteren Stern? You know when a police chief really feels his power? When he hires and fires people? When he throws folks in jail? When he's bossing everyone around all morning? No, there's no power there. Just bureaucratic red tape. Like directing traffic. Not that it's all bad. No, I feel it the most when people come to me with accusations. Accusations happen outside the law. They don't need to be rational or supported by evidence. They don't petition justice in the careful words of legal formality. No, an accusation is a personal cry, full of resentment or envy, a defeated moan, or an angry howl. The accuser rarely imagines you'll share their resentment, their envy, their hatred. No, but they do imagine that your love of power is so strong that you'll leap to decide the fates of others, happy just to take someone's word for the facts. Businessmen accuse the gangsters blame our public figures denounce politicians, the politicians point to the businessmen. When it comes to accusation, there's only one rule. Don't aim too high. If you overestimate your own importance, then complaining can cost you your life. So choose the easier path. Exaggerate as far as you can, and try to make your plea sound as sad and pathetic as possible. So wie die meisten YouTuber oder was? The accusation I received today sure didn't fit the normal mold. After killing Vikas Varga and routing his supporters, Sand further strengthened his already powerful authority. Even a month ago, anyone coming out against Sand would sound like a lunatic with a death wish. Today, it's the same thing as suicide. But the letter I'm holding in my hands directly connects Henry Sand, lieutenant of the Sand Mafia family, to the reported death of successful banker John Pazzi. Henry has a daughter, Marianne, a dancer, and apparently it all started with her. One day, Marianne danced in the title role of a production of Giselle, and Henry, proud father that he is, brought the whole family to the premiere, along with some of the family's business partners. Among their guests was the young banker John Pazzi. He couldn't keep his eyes off Marianne, but she ended up brushing him off. In response, Pazzi ambushed her one night after rehearsal, pulled her into his limousine, and had his way with the poor girl. After that, gentleman that he was, he drove the girl home and threatened that if she told anyone what happened, her mother would get the same treatment. But her father still managed to shake the truth out of Marianne, and he decided to take his Ich finde die Herzen geil mit so einem Schmollgesicht. He couldn't just go Statt mit einem Grinsengesicht. and put a bullet in Pazzi in broad daylight. The rich bastard was too important for business, and Henry is neck deep in the family business, overseeing transportations for the Sand Mafia. He knew about every delivery delay, every car, and every shop. It was mostly thanks to Henry that the whole Sand operation rolls so smoothly. Henry has free access to all their off-book cars, and a tar-black motive. Yeah, he could easily arrange the death of John Pazzi as a drunken, late-night hit-and-run. But Henry Sand is smarter than that. If this story about Pazzi is true, he'd more likely go to the boss and ask permission. I'd have figured this letter the ramblings of a retired gangster looking to spice up his life with little excitement. The way the letter started, "My dear little old cupcake," I had every mind to toss it in the trash. But something else got my attention. They're rarely ever signed, but this one ended Robespierre.
and I doubt it's an imposter. No one would go against the most powerful group in the city, hoping to hide behind the name of some prankster clown. Like everyone else, I had no idea who Robespierre was or what he wanted. But there was no doubt that this guy was more than a little crazy. An arrogant psychopath. Could be dangerous. Definitely worth looking into. Ja, da bin ich ja mal gespannt, was das auf sich hat. Der Name kommt mir so bekannt vor. War der nicht irgendwie schon mal in irgendeiner Schlagzeile? An irgendeinem Tag? Bin mir nicht mehr ganz sicher. Da. Spitzel bezahlt? Okay. Ach was! Ach was! Der Nichtsnutz hat echt bestanden? Krass. Cooler Typ. Wer hätte das gedacht? Ich gehe jetzt nicht nach Geschlecht, ich nehme jetzt einfach die besser sind. Und wir sind hier in der B-Schicht unterbesetzt. Also kommst du da rein. Aha. Raubbank. Diesmal machen wir Nägel mit Köpfen. Was ist denn hier los? Gucken, was da los ist. Wurde hier anscheinend jemand überfahren. Ich hab's doch gerade so ein bisschen gesehen. Gewerkschaftsgebäude, Angriffe. Oh, die Bank liegt im Stadtzentrum, genau. Wo dichter Verkehr, viele Zivilisten unterwegs sind. Ein bequeme Feuerposition den Hauptgang einnehmen. Das könnte eine Schießerei führen. Den Eingang zur Polizei mit blockieren, an der Vorderseite anschleichen und den Blick werfen. Machen wir mal. Aus der Bank sind Schreie einer Frau zu hören. Das Gebäude stürmen, das Megazone, Achtung, sie sind umzingelt, warten, bis die Bankräuber herauskommen. Ach, Glück. Ich wollte ja sagen, Alter, die Frau mit Zivilisten, da war ich gerade so ein bisschen... Fahrerflucht, siehst du, habe ich doch gesagt, Fahrerflucht. Habe ich doch richtig gespickt. Ach ja. So, die wollen Verstärkung, kriegen sie. Habe ich mir schon gedacht. Was ist denn das hier? Juwelier? Boah, nochmal bereit. Oh Mann. Na gut, wir haben noch 20 Sekunden, da können wir nochmal in Ruhe warten. Die kommen auch zurück. Was ist hier los? Okay, Täter gefasst. Alles klar. Schaffen sie es? Aber schaffen die wieder rechtzeitig zurück zu sein, ne? Ja. So. Wir schicken die meisten Leute gleich mal hin, falls wir Verstärkung noch brauchen. Was ist denn das nächste hier? Meine süße Julia, der Zombie wurde vom Darsteller auf die Bühne aus der Puppe mit Eiern beworfen. Der Angriff wurde von Rufen beleidigt. Schande! Nekrophilie! Naja, wenn es ein Theaterstück ist, nicht wirklich Nekrophilie. Wie könntet ihr es wagen, einen solchen Klassiker in den Dreck zu ziehen? Laut den ältlichen Ehrenwachern wurden die Eier von 10 jungen Frauen in den weißen Kleidern beworfen. Naja. Sollen sie machen. Wenn jetzt einer stirbt, weil er ein gekochtes Ei an die Stirn bekommt, dann lache ich aber. Die brauchen Verstärkung. Kriegen sie. Gewaltsame Auseinandersetzung gingen sie eben ein Anruf von einem Mädchen ein, das mit einem Freund einen Sänger grillen wollte. Als das Essen beinahe fertig war, erschien eine Gruppe von betrunkenen Studenten, behauptete, das war ihr Platz, kam zu einem heftigen Kampf. Okay. 25 Sekunden. Jetzt bin ich gespannt. Was? Ach komm. Naja, jetzt wurde keiner Nee. Kann ich eh nicht machen. Ich habe keine Leute
Ich muss beide Plätze belegen. Ich bin ein bisschen unterbesetzt, würde ich gerade sagen. Das schaffen wir nicht. Wenn ich nur einen hinschicke, das klappt nicht. Okay, das hat geklappt. Ja. Na, hoffentlich stirbt keiner. Hoffentlich sind die Täter nur entkommen. Ja, Täter nur entkommen, gut. Das ist nicht so ein guter Tag heute. Aber ich versuche meine Leute auch ein bisschen zu schützen, ne? Bewaffneter Raub. Zwei Erfahrene, zwei nicht so Erfahrene. Ich weiß, das ist sehr riskant, das muss ich zustimmen. So. Was ist da los im Chat? Alles klar. So, Tankstelle. Tankstelle. Ein Zeuge hat berichtet, dass ein Mann in der Tankstelle... Ja, sorry, ich bin ein bisschen müde, Leute. Es ist 23 Uhr. Oh, ich habe heute einen heftigen Husten und Schleimanfall. Oh, kaum quatsch ich davon, muss ich auch hier gehen. Oh Mann. Okay, wir warten aber. Ich hoffe, wir schaffen es einigermaßen. So. Selbst so spät nachts war es nicht schwer, den richtigen Bus zu finden. Die Verbrecher haben nur eine Meile von dem Vorstadtwall wieder zurückgewandt. Den Wald durchsuchen, das Modell überprüfen. Den Bus durchsuchen. Der Manager des Motels berichtet, 3 Männer haben sich mit einer Waffe bedroht und sagt, dass sie haben ein Zimmer untersucht. Glücklich sein, wenn dann Gäste zurückkommen. So. Versuchen die Bewaffnungen reinzulegen. Wir sind da drin, das ist unser Zimmer. Alle Zwischen befehlen, ihre Zimmer zu gehen, die Tür anzuschließen. Okay. Tür anklappen, Polizei, oh Mann. Weißt du was? Hier steht auch, ich habe ein Zimmer untergebracht, sie sind vorhin, aber sie sind... Nimm mal das erste. Hat geklappt, geil. Einfach überrumpelt. Ha! Fahrerflucht. Wow! Alter, was ein Bild! Ja, bringt mir nichts. Brauchen wir nicht ermitteln, da sind wieder zu viele Hinweise. Tut mir leid. Aber das wird ein interessanter Fall, da bin ich mal gespannt. Fahrerflucht, oder? Okay. Okay, schicken wir mal ein paar erfahrene Jungs und Mädels hin. Ist auch schon spät, das dürfte der letzte Einsatz sein. Ja. Da bin ich ja mal gespannt. Da bin ich ja mal richtig gespannt. Wo will er denn ganz hinfahren? Ach, da. Na, perfekt. Und nicht mal Verstärkung. So, was brauchen wir? Wir haben nur einen für morgen, echt? Oh, komm mal her. Beamte können wir machen, die werden sowieso wieder kneifen, wie ich die kenne. So schaut's aus.